Wohlfühlen beginnt ja in einer Arztpraxis im Wartebereich. Ja, herzlich willkommen im Wartezimmer der Praxisklinik am Rosengarten. Wenn Sie sich zu einer Operation oder einer Behandlung beraten lassen wollen, dann muss man ja zunächst einmal ein bisschen warten, die Daten aufnehmen und so weiter. Das passiert in diesem Raum. In der Zeit, wo man hier sitzt, kann man natürlich ein leckeres Getränk genießen oder sich in der Fantasie der Welt alter, ausgestorbener Tierarten bewegen, die wir hier auf unserer wunderschönen italienischen Textiltapete präsentieren. Wenn es dann losgeht, dann geht es ins Beratungszimmer zum Doc, einem unserer Ärzte aus unserem Team. Und wie so ein Beratungszimmer ausschaut, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Ein wichtiger Bestandteil der Behandlung bei uns ist natürlich die Beratung über Ihre Wunschoperation. Und die findet unter anderem zum Beispiel in diesem Zimmer statt. Das ist mein Beratungszimmer. Dieses Beratungszimmer ist vielleicht nicht so ein ganz typisches Arztzimmer, wie man schon ein bisschen an den Farben und der Gestaltung sieht. Und es ist auch noch nicht ganz fertig. Aber wir wollten euch gerne mal einen Zwischenstand zeigen. Das Besondere, was jedem Patienten bis jetzt aufgefallen ist, ist die grüne Samttapete, und die wird angestrahlt durch wunderschöne kleine kupferfarbene Artemide-Lämpchen. Und an dieser Tapete fehlt aber noch was Entscheidendes, nämlich was ich da hinhängen werde, aber das werde ich euch in einem anderen Video zeigen. Ja, und hier findet die Beratung statt. Hier erklären wir euch die Operation, wie das Ganze ablaufen wird, was es für Gefahren gibt, was es für Chancen einer solchen Operation gibt. Man trifft zusammen die Entscheidung, wie man vorgehen möchte. Und dann kommt natürlich irgendwann der große Tag und die Operation naht. Dann sind für euch zwei andere Zimmer wichtig, nämlich das Zimmer, wo ihr euch aufhalten werdet, vielleicht sogar übernachten werdet, und natürlich der OP-Saal. Und den OP-Saal, den zeigen wir euch jetzt. Das ist nun der brandneue OP. In einigen Tagen erwarten wir die ersten Patienten zum Operieren und ich will euch jetzt mal zeigen, wie dieser Raum aussieht. Tür auf. So ist es hier. Es ist nicht wirklich Candlelight-Dinner-Atmosphäre, sondern eher relativ clean und sauber und alles natürlich jetzt hier auf hochmodern eingerichtet. Klimatisierungs- und Luftfilteranlage, modernstes OP-Licht, Stromversorgung und brandneue Instrumente. Je nachdem, welche Operation durchgeführt wird, bleiben ja viele Patienten auch bei uns in der Privatklinik, um sich erst einmal von der Operation zu erholen und von unserem Pflegepersonal ein bisschen betüdelt zu werden. Dieser Raum, in dem ihr euch dann aufhalten werdet, das ist so ein Patientenzimmer, welches wir dafür zur Verfügung stellen. Die Schwester ist nur einen Knopfdruck entfernt und kümmert sich darum, dass es nach der Operation dann wieder schnell aufwärts geht, sodass man in der Regel nach einem oder nach 2 Tagen wieder nach Hause entlassen werden kann. Jedes unserer Patientenzimmer verfügt über ein eigenes separates Bad und die Patienten können sich hier ganz gemütlich entspannen, haben Fernsehen natürlich, können ein bisschen lesen und sich einfach von den Strapazen und natürlich auch von der Aufregung der Operation erholen. Und wenn Sie Angehörige mitbringen möchten, die Patienten, oder wenn es Patienten sind, die von weit anreisen und nur eine kleine Operation haben, dann haben wir noch ein besonderes i-Pünktchen bei uns in der Klinik, nämlich die Klinik verfügt über ein eigenes Klinik-Apartment. Und das möchte ich euch jetzt auch einmal zeigen. Herzlich willkommen in unserem Klinik-Apartment. Wir sind jetzt genau eine Etage über der Klinik und das ist das Apartment, was zu unserer Klinik dazugehört. Dieses Apartment wird entweder genutzt von Angehörigen, Freundin, Freund, Ehemann, Ehefrau oder Schwester oder Bruder, die eine lange Anfahrt haben und sagen, ich gehe gar nicht ins Hotel, sondern ich gehe in das Klinik-Apartment und sacke am nächsten Morgen einfach meine Schwester, meine Freundin, meine Ehefrau, sonst wie ein und wir fahren ab nach Hause. Geringer Aufwand, einfache, kurze Wege und man kann abends noch schön zusammensitzen und ein bisschen Fernsehen schauen. Die zweiten, die das nutzen, sind Patienten, die eine lange Anfahrt haben, aber nur eine kleine Operation. Die würden entweder normalerweise nach Hause fahren oder in ein Hotel gehen, brauchen die aber nicht. Die können bei uns im Klinik-Apartment bleiben. Auch da ist der Weg kurz und wir können am nächsten Morgen noch eine rasche Kontrolle machen, ehe es dann nach Hause geht. Und jetzt kommen noch ein paar Impressionen, damit ihr auch wüsstet, was euch in unserem Klinik-Apartment erwartet.